Hallo zusammen, wir machen heute so ein Eichebrett mit einem Nussbaum-Inlay und diesen Epoxy-Streifen. Das erste Werkzeug wird gerade vermessen, ein 10 mm Zweischneider von der Firma Bosch mit geraden Schneiden. Wie immer müssen wir natürlich erstmal X, Y und Z definieren. Das mache ich, wie schon oft gezeigt, mit meinem Kreuzlinienlaser. Wir starten mit der Kontur. Wie gehabt meine Schnittdaten unten rechts. Das zweite Werkzeug, ein 25,4 mm Kugelfräser von der Firma Festool. Das dritte Werkzeug, ein Formfräser von Amazon. Es ist eher preisgünstig und dementsprechend ist auch die Qualität. Leider tauche ich mit dem Werkzeug etwas zu tief ein und erzeuge so diese hässliche Stufe. Das vierte Werkzeug, ein Gravierstichel mit einer abgeflachten Spitze. Kommen wir zum Inlay. Diese doppelseitige Klebebandmethode hat sich bewährt, deswegen mache ich das auch hier so. Das hier zu sehende Werkzeug ist ein 6 mm Zweischneider, ebenfalls mit geraden Schneiden von der Firma Erdesso. Mit diesem Werkzeug wird die Schrift erstmal grob freigefräst. Das nächste und letzte Werkzeug, derselbe Gravierstichel wie in der Operation zuvor. Mit der blauen Nylonbürste werden noch kleine Späne entfernt. Also ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Nun wird noch Leim auf das positive und negative Stück aufgetragen. Schraubzwingen verbinden die zwei Stücke fest miteinander. Mit einem groben Schleifblatt wird dann die Trägerplatte von dem Inlay entfernt. Und so sieht es fertig aus. Der Feinschliff erfolgt später mit dem Epoxy. In den Taschen unten ist eine kleine Stufe zu sehen. Das liegt daran, dass ich den Kugelfräser nicht richtig berechnet habe. Das ist aber kein Problem. Mit so einer kleinen Fächerscheibe wird das alles ganz schnell abgeschliffen.
Bevor wir zum Epoxy kommen, muss die Schnittkante versiegelt werden. Das mache ich mit diesem Hartwachsöl, mit dem ich auch später das ganze Brett ölen werde. Kommen wir zur Schalung vom Epoxy. Ich hatte als Idee, es mit Heißkleber zu machen. Leider hat es überhaupt nicht funktioniert, wie man gleich sehen wird. Es ist komplett ausgelaufen. Das Epoxy wurde angerührt, die Luftblasen entzogen und konnte 45 Minuten ruhen. So sieht das Ganze jetzt aus. Einfach ein Traum. Also ich bin von der Farbe und von diesem Farbspektrum jedes Mal begeistert. Das Epoxy konnte nun 2 Tage aushärten. Wie man sehen kann, ist sehr viel daneben gelaufen. Wie gesagt, das mit dem Heißkleber war nicht die beste Idee. Nach den Schleifarbeiten sieht das Brett nun so aus. Nun kann geölt werden. Mir ist bewusst, dass das Hartwachsöl nicht die beste Wahl für das Epoxy ist. Mir ist es aber sehr wichtig, dass es lebensmittelecht bleibt. Deswegen diese Wahl. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mit der Schalung hätte es ein bisschen besser laufen können, aber sei es drum. So sieht es fertig aus. Ein Fusion-Teil wird es nicht geben, weil ich der Meinung bin, dass nichts Neues dazugekommen ist. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.